Ja, hallo Leute. Ein neues Video vom Motorradtourer. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das machen soll, aber ich habe dann auch im Internet und bei YouTube nichts gefunden und habe mir dann einfach gedacht, jetzt mache ich einfach mal ein Video über die gefahrenen Reifen. Dieses Jahr war ja eine ganz besondere Situation, weil ja geplant war, das seht ihr ja in meinen Videos, einen Teil Schotter zu fahren. Ich stand dann, nachdem die Originalbereifung runtergefahren war, vor der Wahl, was kaufe ich. Ich habe mich dann auch im Internet umgeschaut, ja, und wollte einen Reifen haben, der einerseits etwas Schotter kann und andererseits aber auf der Straße, die sicherlich 80% oder noch mehr bei mir eben gefahren wird, was taugt, speziell auch im Nassen. Und bin dann eigentlich auf den Conti TKC 70 gestoßen. Den habe ich dann auch montiert bei rund 8000 Kilometer und die Guzzi hat jetzt knapp 19.000 drauf, also ich bin jetzt 11.000 gefahren und dann hört mal, wie sich der Reifen meiner Meinung nach verhalten hat und wie er jetzt vom Ablauf war. Und ja, das beschreibe ich jetzt eben in dem Video. Eins möchte ich noch vorab dazu sagen. Ich sehe ja bei YouTube immer wieder YouTuber, die dann sagen, den Reifen habe ich dann 10.000 Kilometer gefahren, den Reifen habe ich dann 20.000 Kilometer gefahren, den Reifen habe ich dann 15.000 Kilometer gefahren und. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll, wenn ich das halt zusammenrechnen, dann sind die in einer Saison 100.000 Kilometer gefahren. Ja, ich denke, ich fahre schon nicht wenig und bringe so auf 20.000 Kilometer im Jahr. Und jetzt seht ihr einfach mal, was ich so sage zu dem Reifen. Und wenn es taugt, Daumen nach oben, das wäre super. Und wenn nicht, auch okay. Viel Spaß beim Anschauen. Jetzt war ich auf der Platte in Löwenstein und bin jetzt ein bisschen unterwegs bei dem schönen Wetter noch. Wir haben Ende September und die Sonne kommt raus, 22 Grad, also ideal zum Moped-Fahren. Und ich bin jetzt mit der Guzzi hier im Heilbronner Land und möchte euch mal kurz was über die Conti TKC 70 sagen. Also mein Tachometer zeigt jetzt an 19.054 Kilometer und mit 8.000 Kilometer habe ich die original montierten Dunlop runtergemacht. Die waren runtergefahren und habe dann diese Conti TKC 70 auf der Moto Guzzi montiert. Montiert ist vorne ein 110 80 19 und hinten ein 150 70 17. Der Hinterreifen ist ja auch ausgestattet mit diesem 2-Komponenten-Gummi. Das heißt, in der Mitte ist er härter wie außen, dass er auch besser greift. Ja, und das merkt man schon beim Fahrer, also der hält der Reifen. Ja, viele fragen jetzt natürlich, warum gerade die TKC 70? Ja, ich habe es ja vorher schon gesagt, wir sind ein bisschen Schotter gefahren dieses Jahr und ein bisschen Matsch, mehr war es ja nicht. Und ich wollte den Reifen erstens mal, der halt von der Karkasse ein bisschen stabiler ist und zum anderen natürlich auch ein bisschen gröber ist, weil auf dem losen Schotterwerks und da brauchst du halt irgend sowas. Ich wollte eben aber auch nichts ganz Krasses wie den TKC 80 oder den NRK Wild und habe mich dann für den TKC 70 entschieden von Conti. In der näheren Auswahl war auch noch der Michelin NRK, der normale. Den hatte ich auf der BMW schon mal drauf. Muss aber sagen, da war ich mit der Laufleistung vorne überhaupt nicht zufrieden. Könnt ihr auf meiner Internetseite nachlesen. Also, 11.000 Kilometer hat er jetzt gehalten. Und das sind echte 11.000 Kilometer. Also die habe ich tatsächlich gefahren. Das ist ja auch so ein Thema im Internet. Da liest du von manchen YouTuber, sie haben jetzt den Reifen 10.000 Kilometer getestet, den Reifen 20.000 und dann 25.000. Der, ganz krass.
mit dem TKC 70 schreibt einer 30.000 Kilometer mit einem Reifen. Ja, da muss ich mich schon fragen, ob der sein Moped geschoben hat. Also bei mir gelingt es halt nie. Bei der BMW musste ich immer so zwischen 7.000 und 10.000 wechseln. Und die Moto Guzzi jetzt die 11.000, das ist sicherlich auch, das ist absolut okay, muss ich sagen. Das ist schon eine sehr lange Laufleistung. Der Reifen, der hat zwei Gesichter. Wo der neu war, ich habe das schon in der Garage bemerkt, wenn ich die immer geschoben habe, dass eben dieser Reifen doch härter abläuft, wie der Dunlop, wo drauf war, oder auch ein Bridgestone oder auch ein anderer Reifen. Aber das hat beim Fahren nie eine Rolle gespielt. Ich habe das auch nie bemerkt. Ich habe mir jetzt gerade beim Herfahren überlegt, die 11.000 Kilometer, wie denn die zustande gekommen sind. Wo bin ich denn rumgundelt, schwäbisch rumgefahren, um die Kilometer drauf zu kriegen. Also ich werde so circa 2.000 Kilometer Autobahn gefahren sein. Davon bestimmt 1.500 in Deutschland, das ist wegen der Geschwindigkeit. Dann 1.000 Kilometer, denke ich mal, waren das so Schotter und so Zeug, ja, und auch ein bisschen Matsch. Und 8.000 Kilometer werden das Landstraße gewesen sein. Und die 8.000 Kilometer, denke ich mal, die Hälfte in die Alpen. Ja, da bin ich auch ein bisschen flott unterwegs. Das heißt, der Hinterreifen wird auch schon sicherlich ein bisschen genommen. Aber hinter habe ich noch Profil, vorne keins mehr. Und jetzt zeige ich euch einmal das, was vom Profil noch übrig ist nach 11.000 Kilometer. Erst vorne. Der vordere, das seht ihr ja hier schon am Profil. Der ist außen eigentlich noch recht gut, aber der Mittelsteg ist jetzt echt runter und die muss ich jetzt echt erneuern, wenn ich nicht ein paar Punkte in Flensburg einfahren möchte. Und jetzt hinten. Beim hinteren, der hat ja den Vorteil mit diesem Mittelsteg. Und ja, ich bin jetzt natürlich auch wirklich relativ viel Autobahn gefahren mit dem und der hat außen noch wirklich viel Profil, also relativ viel. In der Mitte ist er jetzt auch runter. Gut, aber ich will da jetzt nicht rumjammern. 11.000 Kilometer, ich glaube, ich hatte noch nie einen Reifen, der so gehalten hat wie der, also so lange gehalten hat. Ja, ihr seht schon selber, die sind schon so an der Abfahrgrenze. Aber wie gesagt, die neuen sind schon bestellt und die kommen die nächsten Tage und die mache ich drauf, weil ich will ja am Wochenende nochmal eine kurze Tour nach Italien machen. Ja, auf jeden Fall ein zweigeteiltes Bild von dem Reifen. Wie gesagt, wo der neu war, ist der in die Kurve, also der ließ sich frei einlenken, der fiel in die Kurve, stellte sich selber wieder auf, das war überhaupt alles kein Thema. Er war leise, ich habe da keinen Unterschied zu dem Dunlop bemerkt, wirklich keinen Unterschied. Mit zunehmender Laufleistung hat sich da das Bild ein bisschen verändert. Also zum einen, ich würde ihn mal so beschreiben, bis 7.000 Kilometer, 8.000 Kilometer ist der wirklich super gelaufen. Auch die Haftung war immer, also mir hat es immer ausgereicht. Und ich lasse die schon manchmal ordentlich runter, die Moto Guzzi. Und das ist eh kein Rennmotorrad, oder ist kein Rennsemmel, wie man sagt. Aber ich kann schon auch trotzdem sportlich fahren mit der. Ja. Meine Mitfahrer, die oft dabei waren, haben schon gesagt, okay, also ich fahre sie schon ordentlich. Und also wie gesagt, Schräglage, dass auch mal der Stiefel auf dem Boden schleift oder so, war mit dem Reifen nie ein Problem. Und eine zweite gute Sache bei dem Reifen, der hat wenn es mal geregnet hat, der hat es super weggesteckt. Und er war gleich warm. Also muss man sagen, er hat sofort, wenn ich losgefahren bin, noch ein paar Meter hat er Haftung gehabt. Das war bei dem nie ein Problem. Jetzt mit 8.000 Kilometer hat sich das Bild auch ein bisschen gewandelt. Also, oder ab 8.000 Kilometer. Zum einen, ja, also wie gesagt, jetzt bin ich 11.000 gefahren. Also jetzt ist es wirklich ganz schwierig, sie in eine Kurve zu lenken. Die kriegst du kaum rein. Das ist unglaublich, wie schwerfällig jetzt das Motorrad fährt.
Also manchmal denke ich, ich kann die Linie nicht halten. Es ist wirklich schwierig, eine saubere Linie durch eine Kurve zu fahren. Der will alles machen, aber nicht in der Spur bleiben. Und das Zweite, was auch ist, das Aufstellmoment. Man muss schon richtig ziehen, dass sie wieder hochkommt. Aber wie gesagt, das Jammern auf hohem Niveau. Was auch noch aufgefallen ist, jetzt mit zunehmender Laufleistung läuft der extrem den Längsrillen nach, beziehungsweise Guzzi fährt in der Längsrille nicht mehr sauber. Das heißt, sie versucht sich immer aufzustellen und das ist absolut störend. Ganz schlimm wird es, wenn man so einen Bitumenstreifen erwischt. Da wackelt das ganze Ding, da denkst du, ja, sagen wir, was ist denn jetzt los? Aber ja, das ist natürlich dem Profil geschuldet, das ja nicht mehr da ist. Vor 3 oder 4 Wochen war ich einmal mit meiner Frau unterwegs. Was man da auch merkt, dass der Hinterreifen extrem laut in die Kurve wird. Also wenn ich sie runterlasse, da fängt es dahinter an zu singen, da kennst du gerade, morgen ist ein kleines Konzert im Gange. Aber ja, auch jemand auf hohem Niveau. Insgesamt muss ich sagen, hat sich da wirklich super gemacht die ganze Zeit. Auf dem Schotter, den wir gefahren sind, oder auch so leichtes, das war ja und Geröll und auch leichter Matsch, ja, das war nie ein Thema. Also da kannst du mit dem Reifen überall durchfahren. Er dämpft sehr gut und er hat auch die Traktion, die man braucht. Am Vorderrad wäre schön, wenn er manchmal ein bisschen gröbere Rille hätte, aber das kommt natürlich wieder das macht natürlich die Kilometerleistung wieder zunichte. Also insgesamt ein Allround-Reifen, so wie man sich das wünscht. Und der ist ja auch schon ein paar Tage am Markt, also ich glaube, der gibt es schon 7, 8 Jahre oder noch länger und wird immer noch verkauft. Das spricht ja auch für den Reifen. Wer es gröber möchte, kann hinter den TKC 70 ROX montieren. Der hat ein gröberes Profil. Der Vorderreifen ist der gleiche. Und ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Was man auch merkt, bei Geschwindigkeiten über 170 fängt er so, ja, der Geradeauslauf ist da nicht mehr der beste. Also da muss man ein bisschen nachkorrigieren. Habe ich jetzt auch gemerkt, je mehr Kilometer, umso schlechter wird es. Ich war ja sonst viel auch mit dem Kopf unterwegs und ja, da merkst du schon, also bei 160, 170, ja, sofern man das fahren darf, ist manchmal, fängt es da halt ein bisschen dass es ein bisschen unruhig wird. Aber ja, insgesamt finde ich es für die Moto Guzzi echt ein super Reifen. Und es gibt da sicherlich noch ein paar Wettbewerber, die auch gut sind. Ja, das müsst ihr einfach selber erfahren. Dann macht ihn drauf und fahrt ihn, wenn ihr einen Schotter wollt. Ich finde es okay. Und jetzt kommt wieder ein Conti drauf. Jetzt habe ich mal den Trailertech 3 bestellt. Und da berichte ich sicher wieder, wenn der so weit ist, dass er wieder runter ist. Also, schön fürs Zuhören. Danke, dass ihr da wart. Und jeweils immer gute Fahrt und immer sitzen bleiben. Euer Motorradtour. Tschüss.